Zu der Zeit beobachtete mich die Regierung sehr genau, denn ich arbeitete nicht für sie. So I might have been some kind of threat, because who would I work for, Denn ich hätte ja eine Bedrohung sein können, für wen arbeitete ich und so weiter. And so when I published Pyramid Power, I was self-published. Und als ich Pyramid Power veröffentlichte in Eigenverlag, They said, Flanagan's gone crazy. sagten sie, Flanagan ist verrückt geworden. He goes off the deep end. Er springt ins tiefe Wasser jetzt, über die Klippe. And so I was told from someone on the inside that it was the best thing I ever did was writing Pyramid Power because it made them stop looking at me. Und jemand aus den internen Kreisen sagte mir, das Beste, was du machen konntest für dich, war eben Pyramid Power zu schreiben, weil es stoppte alle... It stopped them from spying on me so much. Damit hörte die Überwachung und das Misstrauen auf. Now we're getting to the stuff of the love force because we're getting to love force. Jetzt kommen wir zur Liebeskraft. Because in the measurements of biological energy field, denn beim Messen der biologischen Energiefelder, we have found that the clothes we wear, the water we drink, the food we eat, what we think, all has an effect on not only ourselves and our own biology energy fields, but also on people around us. Denn wir haben herausgefunden, dass das, was wir an Kleidung anhaben, dass das Wasser, das wir trinken, das wir denken, nicht nur einen Effekt auf unsere eigene Energie hat, sondern auch auf unsere Umwelt. Now, the best architecture in the world is based on what is called the golden ratio. Die beste Architektur der Welt basiert auf etwas, was der goldene Schnitt genannt wird. Also a number series called the Fibonacci series. Oder eine Serie. A number series, the Fibonacci or Fibonacci series. Eine bestimmte Fibonacci-Reihe. Yeah, okay. And so one of the things that we found fairly early on was that if you take human brainwave and you analyze the brainwaves, you find that when a person is going into a state of bliss or into a state of unconditional love, that their brainwaves produce harmonics, overtones. Wir fanden heraus, dass wenn die Gehirnwellen einer Person, die in einem Liebeszustand oder einem ekstatischen Glückszustand ist, dann produziert das Gehirn harmonische Obertöne, based on what's called the golden ratio, die auch auf die Basis haben des goldenen Schnitts, die Werte, genau diesen Zahlenwert des goldenen Schnitts. Golden ratio is also called the golden cut. Das goldene Verhältnis wird auch der goldene Schnitt genannt. And Leonardo da Vinci wrote about the golden ratio. Leonardo da Vinci schrieb über den goldenen Schnitt. It's the basis of what's called the Da Vinci Code. Es ist die Basis des, was Da Vinci Code genannt wird. And we find that in the living system, every part of the human body is related to every other part by fractals based on the golden ratio. Und wir stellen das im menschlichen Körper, im menschlichen System, jedes Teil zueinander zugeordnet ist im Verhältnis dieser Werte. For example, in our body we have different sizes of cells. We have the red blood cell and the skin cells and the nerve cells and so forth. Wir haben also im Körper verschiedene Zellen, Blutzellen, Hautzellen und so weiter, in verschiedenen Größen. We find out that the dimensions of those cells are related to each other based on what's called logarithms to the base phi or the golden ratio. Aber wir wissen, dass das Größenverhältnis dieser Zellen basiert auf einem
Logarithmus, auf einem logarithms, ja, to the base phi, or which phi is the Greek letter phi, ja, die Basis von Phi haben, which is the basis of the golden ratio, was der Grundwert des goldenen Schnitts ist. Which is supposed to be a never-ending decimal transcendental number. Was angenommen wird, dass es eine unendliche dezimale Ziffer ist. Which has a number 1.618033989. Die Zahl beläuft sich konkret auf 1,618 0339 0399 89. And it goes on and on. I can give you many. Und das geht sehr, sehr weit weiter. So, in music, if you have a chord, a musical chord based on, say, 2 or 3 notes, they may sound good to our ears. Wenn man in der Musik einen Akkord von 3 Noten hat, der kann jetzt für die Ohren sich gut anhören. But if you listen to overtones, the harmonics, aber wenn du auf die Obertöne der Harmonie hörst dabei, this sound may sound good to your ears, but on higher harmonics you have what's called destructive interference. Es mag also für den Ohren oberflächlich sich gut anhören, aber wenn du auf die Obertöne hörst, dann entdeckst du dissonantes. Yeah, and so it turns out that there's only one mathematical ratio that if you combine multiple musical notes together in this mathematical ratio, that the overtones are in perfect harmony all the way to infinity without any destructive interference. Wenn man also Noten nach dieser Formel, nach diesem Verhältnis zusammentut und zusammen klingen lässt, dann erzeugen sie harmonische Töne in unendlich hohe Frequenzen. And this is the golden ratio again. Und hier ist wieder der goldene Schnitt im Spiel. So the golden ratio is a mathematical number that can bring perfect harmony in any physical, chemical, mathematics system. Und der goldene Schnitt ist ein Wert, der Harmonie in jedes physikalische, chemische, biologische System bringen kann. If you can understand how to use it. Wenn man weiß, wie man ihn anwenden kann. Now in music or in physics, if you have a complex waveform, not a sine wave is a perfect tone. Complex waveform has harmonics or overtones. In der Physik und in der Musik hat man in Physik and music you have in music you have for example a sine wave is a pure note, right? And just ja, in der Musik gibt es also die Welle, der Sinuston ist with no distortion. Gibt's keine Krümmung, ist eine gerade Linie. A pure tone has no overtones. Ein reiner Ton hat keine Obertöne. It only has itself. Hat sich nur selbst. But if you have any kind of distortion, then you have overtones. Aber wenn du irgendeine Verzerrung hast, dann hast du Obertöne. So if you take several sine waves and you combine them together, you can get a complex waveform. Wenn du also mehrere Sinustöne zusammenfügst, dann hast du eine komplexe Wellenform. Now in mathematics we have something called fast Fourier transform. In der Mathematik gibt es sowas, das schnelle, fast Fourier. Oui. Yeah. So you can take any complex waveform and using Fourier transform, you can break it down into a series of pure sine waves at different amplitudes.
Wenn du also Fourier anwendest auf komplexe Wellenmuster, dann kannst du sie sehr leicht verwandeln in Sinuswellen. And if you combine those different sine waves together, they recreate the complex waveform. Und wenn du diese einzelnen Sinustöne wieder zusammenfügst, dann erzeugen sie wieder diese komplexe Wellenform. So it turns out that if you take the EKG, which is the human heartbeat waveform, wenn man also das EKG misst, die Herzfrequenz, and it's a very complex waveform. Das ist eine sehr komplexe Wellenform. But if you take a person who is in anger and you look at their heartbeat, wenn man aber einen Mensch nimmt, der wütend ist und seine Wellenfrequenz, seinen Heartbeat und seinen Herzschlag misst, if you do fast Fourier transform on their heartbeat, wenn man also Fast Fourier jetzt anwendet auf den Herzschlag, the heartbeat is actually a musical chord made up of sine waves. Der Herzschlag ist tatsächlich ein musikalischer Akkord, zusammengesetzt aus Sinuswellen. Yeah. It's like a musical chord. But when a person is angry, if you take the frequencies that make up the heartbeat and you transform them so that you can hear them. Und wenn man also eine Person, die Ärger, die Wut im Bauch hat und den Herzschlag misst und you transform the heartbeat. Yeah, if you break it down into its basic frequencies. Ja, wenn man also diesen Herzschlag dieser Person in seine Grundfrequenzen zerlegt, that you have mathematical disharmony between these frequencies. Dann hast du mathematische Disharmonien in diesen Frequenzen. You have what is called destructive interference. Dann hast du destruktive Interferenz. So when our heart beats, it produces such a powerful magnetic field that everyone in a room this size can feel the heartbeat of every other person in this room on a neurological level. Das magnetische Wellenmuster, das wir vom Herzen her aussenden, hat einen so großen Einfluss, dass jeder im Raum das fühlen kann. So if someone is in fear, everyone in this room will have a little undertone of fear. Und wenn jemand in diesem Raum Angst hat, dann hat jeder Einzelne auch ein leichtes, vages Gefühl, kriegt er davon mit. If someone in this room is angry, then the undertone of anger will fill the room. Wenn jemand in diesem Raum wütend ist, dann wird der Unterton der Wut diesen Raum füllen. And that is why if you walk into a room where two people have been arguing, and you haven't been in there, the minute you walk in the room, you can feel something. Und deswegen dieser Effekt, dass wenn man in einen Raum geht, in dem sich gerade zwei Leute gestritten haben, das fühlt man irgendwie. Because their heartbeats have this waveform of anger transmitting energy, the energy of anger. Denn die Frequenz dieser beiden Menschen in diesem Zustand setzt die Frequenz von Ärger aus. So one of the most amazing things in our research has been that a person who is in a feeling of love or bliss, eines der überraschendsten Ergebnisse unserer Forschung ist, dass ein Mensch, der im Zustand von Liebe oder Glückseligkeit ist, if you take the Fourier transform of their heartbeat, wenn du den Fourier Transformer des Herzschlags dann anwendest, the mathematical ratio of the tones making up the heartbeat is equal to the golden ratio. Dann ist der mathematische Wert des Herzschlags gleich dem goldenen Schnitt. It is the mathematics of perfect harmony in all levels for anything. Es ist die Mathematik der Harmonie auf allen Ebenen, das für alles gilt. And so